Hey Mäuse, herzlich willkommen zu einem neuen Storytime Tuesday. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was soll ich euch sagen? Es ist Halbzeit. Wir sind einfach schon 6 Monate am Reisen und wir können nicht genug davon kriegen. Wow, was wir alles schon erlebt haben, sehen durften und erleben durften, ist einfach der absolute Hammer. Und ja, dadurch, dass es jetzt Halbzeit ist es Zeit für einen Faktencheck. Was ist wirklich sinnvoll gewesen auf unserer Reise, in unserem kleinen Rucksack, in unserem kleinen feinen Rucksack? Was haben wir wirklich sinnvoll eingepackt, was nicht? Was brauchen wir noch? Was haben wir weggelassen? Was hat uns gefehlt? Das besprechen wir heute in diesem Video. Also, viel Spaß! Bleibt dran! Fangen wir einmal an mit unserer Technikpackliste. Wir hatten ja so einiges an Technik dabei, sprich zum Beispiel die Drohne, die GoPro, Powerbanks, unsere sämtliche Kabel, die Handys, Kopfhörer, Stativ fürs Handy, Stirnlampen. Und ja, was soll ich sagen? Wir brauchten bis jetzt alles davon und sind auch sehr glücklich, dass wir alles davon mitgenommen haben. Total. Also natürlich ist es individuell, wie ihr reist, aber wir nehmen euch ja überall mit, wie ihr wisst. Und deswegen genießen wir einfach unsere Ausstattung. Also mehr geht immer. Ja, natürlich. Aber nicht in unserem Fall. Nee. Ja, wir müssen ja Platz sparen, ne? Genau. Aber alles, was Jelin gerade aufgezählt hat, nutzen wir tagtäglich. Und ist auch noch alles gut erhalten, also qualitativ auch alles sehr gut, weil es hier wird ja wirklich jeden Tag alles richtig benutzt. Ja, genau. Außerdem haben wir noch neue Adapter, die haben wir uns gekauft. Wir hatten Adapter mit, aber die haben sich herausgestellt, die waren es nicht. Also die haben nicht aufgeladen irgendwie, man konnte es nicht richtig benutzen. Falls ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, schaut auf jeden Fall in unseren 2 Packlisten vorbei. Ich verlinke euch die in der Infobox und hier ist auf jeden Fall die Technik-Packliste. Und ja, wir hatten einen damals ergattert bei Lidl. Ja. Waren total happy damit, aber als wir ihn dann wirklich genutzt haben, hat er mir nichts so gebracht. Und der war halt super schwer. Schwer und viele Zubehörteile auch. Es war einfach das war unhandlich. Weshalb wir dann in Istanbul das hier gefunden haben. Genau. Du kannst alle möglichen Funktionen für die jeweiligen Länder ausklappen und ja, bist damit überall safe. Und ich lasse euch sagen, wir sind jetzt in wie vielen Ländern waren wir jetzt schon überhaupt? Keine Ahnung, wir haben es noch nie durchgezählt. Auf jeden Fall sind wir ja praktisch komplett durch Südostasien gereist und wir haben bis jetzt irgendwie immer den europäischen genutzt. Ja, also meistens passt es, aber jetzt hier müssen wir auch öfter diesen hier nehmen. Ja, aber man hat ja die Auswahlmöglichkeiten, das ist gut. Und das Gute an diesem Teil ist auch, dass du hier mit USB-Anschluss laden kannst. Hier hast du 2 USB-Anschlüsse und kannst sogar noch von außen für deinen Laptop zum Beispiel den normalen Stecker noch ranstecken. Also wir können super viel gleichzeitig laden und das ist einfach super praktisch für uns und das war auch nicht teuer, auf dem Bazar und qualitativ wirklich gut und kein Stromschlag. Genau, also Achtung, ne? Und Leute, packt auf jeden Fall genug Ladekabel ein, das ist so ein kleiner Tipp von uns, damit ihr auch über Nacht dann mehrere Sachen gleichzeitig aufladen könnt. Ja, wir gerade haben wenn ihr viel doppelt. Zeug dabei hat, ja, genau. Und das haben wir alles in unserer kleinen Ladekabeltasche verstaut, die auch nochmal sehr zu empfehlen ist, denn dann fliegen die ganzen Kabel nicht irgendwo im Rucksack rum, sondern ihr habt einfach alles beisammen. Immer. Genau. Wir haben auch das nochmal uns notiert, wer genau was hat, damit wir auch immer wissen, dass wir nichts verloren haben. Ja. Also ein Kabel, so ein schwarzes Kabel kann ja schnell mal unter das Bett fallen. Genau, Ne? dann vergisst man das und dann ist das Geschrei groß. Nein, also wir sind sehr zufrieden mit unseren Techniksachen. Das Einzige, was bei mir jetzt so ein bisschen sich dem Ende zuneigt, ist mein iPhone-Ladekabel. Aber das kriegst du ja überall. Also wenn es wirklich den Geist aufgibt, dann holst du ein neues. Genau. Dann kommen wir zu den Klamotten. Aber ein sehr großes Thema bei uns, muss ich sagen. Wir hatten am Anfang auch mehr mit als geplant, weil wir noch auf dem Festival am Anfang waren.
Und da mussten wir schon aussortieren, relativ am Anfang. Ne? Ja. Nach 2 Wochen mussten wir schon alles bei meiner Omi lassen, was wir wirklich nicht brauchen. Und das war schon mal so ein kleiner Haufen. Ja. Und dann waren wir ja in Istanbul im 2. Monat und da konnten wir bei meiner Familie auch einiges noch lassen. Wir haben uns so oft von Sachen verabschiedet. Also allgemein, wir sind so minimalistisch geworden, was unsere Klamotten angeht. Aber nicht gewollt, einfach weil wir gelangweilt sind von unseren Klamotten und sie eingelaufen sind, kaputt gegangen sind, nicht mehr sauber geworden sind. Genau, damit müsst ihr halt rechnen. Deswegen können wir euch nur ans Herz legen, nehmt keine Markenklamotten oder Lieblingsteile von zu Hause mit. Das ist viel zu schade, weil ihr müsst drüber nachdenken. Ihr tragt diese Sachen wöchentlich, praktisch alle 3-4 Tage. Heißt, die sind komplett in Gebrauch und sind irgendwann abgenutzt. Ja. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich irgendwann wieder zu Hause bin und diese Sachen nie wieder anfassen muss. Ja, tatsächlich, wir sind sehr gelangweilt. Und wir sind schon manchmal richtig genervt, weil wir nichts haben. Wir haben nichts zum Anziehen. Es wäre jetzt auch einfach falsch zu sagen, man wird minimalistisch und alles ist super und toll. Ja, aber wenn du dich gerne kleidest mit schönen Klamotten, was wir davor gerne gemacht haben, es ist schon eine große Herausforderung. Aber ich glaube, wir meistern das beide sehr gut und man versucht es immer so ein bisschen dann anders zu tragen. Also zum Beispiel so ein weißes Hemd ist ja so ein Allrounder. Du kannst es offen tragen, zumachen, um die Hüfte binden, über was weiß ich. So, und du kannst es halt so ein bisschen verändern, den Look. Und deswegen können wir euch auch immer Multifunktionstücher ans Herz legen. Ja. Für eure Köpfe, für euren Hintern am Strand, für eure Hüfte, für rüber machen über die Schultern als Schutz oder auch wenn es ein bisschen frischer wird. Ist einfach perfekt. Genau. Und was gut ist bei uns beiden, wir können ja immer noch ein paar Klamotten hin und her tauschen. Dann hat man auch noch mal so eine kleine Variation. Aber ja. Aber wir haben schon super viel ausgetauscht. Ja. Also wir hatten ja zwar Besuch aus der Heimat, da haben wir super viel mitgegeben. Und ganz ehrlich Leute, man kriegt ja überall Klamotten. Ne? Ja, da macht euch mal keine Sorgen. Und wir haben zwar wenig mit jetzt, aber wir sind auch noch nie nackt rumgelaufen. Also wir haben immer was zum Anziehen. Ja. Wir beschweren uns zwar immer, aber letztendlich sehen wir trotzdem fresh aus. Ja, was nochmal ein Gamechanger vielleicht ist, sind unsere Mikrofaserhandtücher vom Decathlon. Die hat hier gefühlt auch jeder. Also du siehst sie überall irgendwie am Strand. Auf der ganzen Welt. Und ja, die sind einfach praktisch, da sie schnell trocknend sind und sehr easy und platzsparend zum Verstauen. Ja, guck mal, die Mini. Und das ist Größe L. Ja, und bei Decathlon sind sie auch günstig und Decathlon ist auch sehr weit verbreitet. Ich habe natürlich schon meine 2 Handtücher verloren. Fragt mich nicht wie und auch nicht wo. Das kann halt immer passieren, Leute. Ihr könnt immer irgendwelche Sachen verlieren. Ihr müsst euch einfach Damit überlegen. müsst ihr rechnen. Das ist so krass, weil ich verliere zu Hause Sachen nie. Nie. Und hier ist es einfach so, ihr habt ja alle paar Tage einen anderen Standort und eine andere Ordnung. Also ihr habt praktisch gar keine Ordnung. Ihr müsst euch einfach merken, wo ihr alles hin tut. Und dann wacht ihr nächsten Morgen auf, müsst alles schnell packen. Ja, furchtbar. Und dann weißt du nicht mehr, wo du es hingetan hast. Ja, und dann ist es weg. Und dann ist das Geschrei groß. Ich habe mal fast meinen Top unterm Bett verloren. Wäre die Putzfrau nicht gewesen, die einmal unters Bett gekehrt hat und das Top dann... Das Top? Ja, das war meins. Ne? Ja. Genau. Damit müsst ihr rechnen. Passiert. Ja. Deswegen keine teuren Sachen. Gut, als nächstes Kosmetik. Wir haben unsere Basic-Schminksachen dabei. Ganz einfach keine großen Extras. Also wirklich nur fürs tägliche Make-up. Und es reicht uns vollkommen. Also da sind wir sehr minimalistisch. Wir teilen uns sogar Eyeliner, Lidschatten, Augenbrauenzeug. Ja. Also da sind wir haben wirklich nur das Nötigste dabei. Das, was wir zu Hause auch Wir schminken uns natürlich deutlich weniger, also über den Tag eigentlich nie, weil du bist halt im tropischen Klima, permanent unterwegs, hast du gar keinen Bock, dich zu schminken. Aber wir schminken uns eigentlich immer abends. Ja, einfach für sich selbst nochmal, dass man sich ein bisschen fresher fühlt. Ja, genau.
Und ja, es reicht uns. Also ihr braucht wirklich nicht viel. Apropos fresh, nehmt euch Deo-Roller mit. Ist wichtig, sehr wichtig. Ihr werdet sehr viel schwitzen. Und wir haben so kleine Flakons mit, also ganz kleine Parfümflaschen. Damit kommen wir auch sehr gut aus. Und das gibt einfach einem das Gefühl der Frische, oder? Ja, aber was ich euch nicht empfehlen kann, ist festes Deo. Das hat gar nichts gebracht. Ich habe trotzdem gestochen. Apropos festes Deo, gilt auch für festes Shampoo und festes Duschgel. Genau. Wir haben es wirklich versucht. Wir haben dem Ganzen eine Chance gegeben. Und wir haben auch wirklich Wir haben damit sehr lange versucht. Ja, wir haben sogar nachgekauft, aber wir dachten, Ja. das liegt am Produkt. Aber unsere Haare wurden nicht richtig sauber. Sie waren sogar teilweise sogar fettiger danach. Ja. Leute, das ist jetzt das ekligste überhaupt. Wir haben es in Seifensäckchen natürlich aufbewahrt, weil du hast ja sonst nirgendwo eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber man will ja nicht irgendwie das auf dem Boden in der Dusche ablegen oder die ganze Zeit in der Hand halten, während man duscht. Also haben wir uns Seifensäckchen besorgt. Aber die müssen ja auch erstmal trocknen. Und das dauert sehr lange. Ja. Und dann fängt es richtig an zu stinken. Und zwar richtig nach Schimmel, müffelt einfach. Einfach Es ekelhaft. ist so widerlich, weshalb wir jetzt umgestiegen sind. Umgestiegen? Nein. Doch, wir sind Sind umgestiegen. wir umgestiegen? Wir sind umgestiegen Zu auf... kleinen Auffüllfläschchen. Genau. Und da können wir euch sagen, sind wir ganz raffiniert. Wir füllen nämlich immer von Hostels oder Hotels ab, wenn es da kostenlos ist. Duschgel und Shampoo. Damit kommen wir dann erstmal immer aus. Spartipp, Leute. Und was richtig, richtig cool ist, muss ich auch nochmal zeigen. Im Ausland gibt es einfach, weil das haben wir auch manchmal, Ja, das ist echt gut. Da habe ich mir auch gleich mal welche mitgenommen. Portionen einfach kaufen. Du musst nicht Reisegrößen kaufen, du kannst sondern einfach so Portionen kaufen. Heißt, ein Kästchen ist eine Haarwäsche. Es ist so cool, weil die können das dann richtig nach deinem Belieben abreißen für dich und dann kaufst du wirklich nur so viele, wie du willst. Und du kannst perfekt einkalkulieren. Ist halt super praktisch, aber ansonsten ja. Genau, kleiner Tipp noch am Rande. Packt auf jeden Fall ein paar Zipbeutel ein für Ja. eure Flüssigkeiten. Denn die gehen schneller mal kaputt, als man denkt. Man macht die einmal zu voll und schon, sind wir Schrott. Ja, und Ja. die werden halt voll genutzt, so, ne? Ja, Immer auf, zu, tagtäglich, in ne? den Dings rein. Genau. Gut, dann als nächstes Medikamente. Wir haben Alles. wir haben eigentlich alles dabei. 2 MFAs, die auf Weltreise sind, die alles dabei haben. Wir Gegen- können operieren, gar kein Problem. Na, aber zum Glück, bis jetzt brauchen wir am meisten eigentlich nur Schmerzmittel, was wir dann sogar auch schon mal aufgestockt haben, denn das war leer. Ja. Aber sonst, wir haben alles dabei für, was weiß ich, Übelkeit, Durchfall. Schmerzen, Durchfall, Bauchweh, Kater. sämtliche Pflaster, Kompressen und ja. Wir haben wirklich alles, weil wir sogar, ich glaube, wir hatten sogar ein scharfes Messer noch, ne? Steriles. Echt? Ich glaube, ja, aber das wurde uns abgenommen. Auf jeden Fall haben wir wirklich alles, aber wir benutzen nur Ibo und Paracetamol. Im schlimmsten Fall eigentlich auch nur. Ja. Also eigentlich kommen wir immer mit Schlaf und Obst und Gemüse aus. Und viel Wasser trinken. Nein, aber es ist natürlich schon sinnvoll, alles dabei zu haben, Leute. Das, also, ne, will ich gar nicht bestreiten. Ja, das stimmt. Okay. Das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden, wie Ja, ja. sensibel ist. Also wir, Oder wenn ihr irgendwelche Vorerkrankungen habt, wo ihr sowieso Medikamente nehmt, dann ist das das natürlich ist ja einfach unsere persönliche Erfahrung jetzt und wir sind ja einfach auch wir sind auch zu Hause nicht krank, außer mal ein Schnupfen oder einen Husten. Deswegen ist auch so geblieben. gut. Dann kommen wir nun zu unseren Lieblingsgadgets und den Must-Haves. Die ihr unbedingt einpacken müsst. Unbedingt. Korrekt. Must-Have Nummer 1 ist das Vorhängeschloss. Tada! Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, vor allem wenn ihr viel in Hostels unterwegs seid, dass ihr euren Rucksack auch einschließen könnt. Genau. Was vielleicht nicht so praktisch ist, dass es ein Schlüsselschloss ist, dass ihr dann den auch vielleicht verlieren könntet, deswegen vielleicht ein Zahlenschloss. Aber wir kommen damit sehr gut klar und es ist praktisch, dass er etwas länger ist, Ja. weil manche Schlösser sind so klein, dass man sonst mit so einem anderen Schloss gar nicht durchkommen würde. Und auch Rucksack manchmal abschließen, wenn wir da unser
wichtigstes Zeug drinnen lassen. Ja. Ist immer gut zu besitzen. Also- auch am besten mehr als eins. Ja, korrekt. Dann Händedesinfektion. Kleine Fläschchen sind auch immer sehr zu empfehlen. Immer dabei haben. Ja, da habt ihr einfach immer frische Hände. Und immer nachfüllen. Ja, ne? Immer das ist kostenlos ganz- überall abfüllen. Ja, meins jetzt leer. Ich muss mal wieder irgendwo sneaken gehen. Wir sind so dreist, Leute, aber wir haben es einfach von den Leuten ja auch gelernt. Ja, und wir bekommen es ja angeboten. Genau. Ja, füllt euch das nach. Okay, na gut. Ja, und dann geht's richtig ab. Dann wird aber gepumpt, was das Zeug hält. Ja. Gut, der nächste Lifesaver ist die Thermos-Trinkflasche. Und die haben wir wirklich immer dabei, Leute. In jedem Video erzählen wir euch das eigentlich, dass ihr Ja. die mit euch mitschleppen müsst. Ich glaube auch, Holen sie euch. ich glaube auch zu Hause werden wir nicht mehr ohne loslaufen. Nee. Es bleibt kalt, es bleibt warm. Je nachdem, wie ihr es reinfüllt, bleibt es bei dieser Temperatur. Und ihr seid safe, ihr seid nicht underhydrated, ihr seid immer stay hydrated. Na? Die Flaschen sind robust, auch wenn hier ab und an mal eine kleine Delle reinkommt, macht doch nichts. Mal auch nicht. So, was haben wir hier noch? Wichtig und richtig. Ein Mini-Verbandskasten, liebe Freunde. Mit Den ihr aber allen, auch auffüllen müsst, wenn Ja. ihr losziehen, ne? hier ist so einiges drin an Kompressen, Mullverbinden und Pflaster. Und eine kleine Schere. Kleine Schere ist so mein Favorite, weil ihr kennt das. Man braucht immer mal manchmal eine Schere, ne? Ja, ja. Und das ist einfach praktisch. Wir nehmen das immer beim Rollerfahren mit. Ja. Wir haben ja auch Das ist letztens die wirklich anderen wichtig. dadurch gesaved, weil wir was dabei hatten, Stimmt. ein bisschen vom Blut zu entfernen. Ja. Ist immer gut dabei zu haben. Genau. Dann haben wir noch unsere heißgeliebten Packing Cubes. Gonex! Und die können wir euch wirklich nur ans Herz legen. Wir sind sehr zufrieden damit. Das Gute ist an diesem hier, die haben nochmal einen Verschluss extra, dass du es nochmal ein bisschen mehr kompressieren kannst. Ja. So, weil es gibt auch andere, die du halt nur mit einem Reißverschluss hast, aber die sind nochmal extra und die machen das wirklich alles sehr, sehr flach und es passt super viel rein. Ist einfach sinnvoll und einfach besser, um mehr Ordnung im Rucksack zu haben. Na? Und wir haben auch rausgefunden, es ist besser, wenn ihr das faltet und Nicht anstatt rollen. zu rollen. Ja. Wir dachten immer rollen, aber dann haben wir mal gefaltet und dann hatten wir auf einmal mehr Platz. Naja, genau, dann ist es auf jeden Fall noch wichtig, Freunde, Taschentücher immer dabei zu haben. Denn die könnt ihr immer gebrauchen. Wir haben jetzt das gute Ding hier. Taschentücher sind nicht überall vorhanden. Ja. Das müsst ihr wissen. Aber ja, wir hätten die gerne immer bei uns, aber Aber manchmal haben wir es dann auch nicht ist man auf geschafft. Toilette und hat kein Papier. Und dann stehst du da oder sitzt du da wie Und dann ist das Geschrei Genau. Dann haben wir noch unsere Regenponchos. Und Leute, wir lieben die Dinger. Gerade jetzt in der letzten Zeit haben wir die ziemlich oft benutzt, weil es so viel geregnet hat. Einfach praktisch. Nehmt euch auf jeden Fall irgendwie größere Größen, also wir haben jetzt 3XL, weil dann passt euer Rucksack auch noch da drunter und eure Bauchtasche und ihr seid einfach safe. So und ja, macht einfach mehr Sinn, wenn man einen größeren nimmt. Ne? Nur zu empfehlen. Gibt es übrigens auch bei Decathlon. Schleichwerbung. Ja, voll. Dann haben wir so richtig cute Passporthüllen. Ja. Da könnt ihr euren Reisepass reintun und noch ganz viele andere Dinge, zum Beispiel euren Impfpass oder andere wichtige Dokumente, eure Karten und hier sind noch extra Fächer für SIM-Karten. Sehr praktisch, Leute. Dazu passend haben wir auch noch ein Männerportemonnaie uns zugelegt. Ja, jetzt fragt man sich, warum haben wir ein Männerportemonnaie? Also, ganz einfach, wir sind damit angefangen, mit einem Kartenportemonnaie und haben im zweiten Land gemerkt, bei der zweiten Währung, okay, das artet aus, das ist komplett ausgefüllt, es passt nichts mehr rein, wir haben keine Ordnung und es wird ja teilweise immer schlimmer. Also in Vietnam hatten wir ja Millionen, Ja, da weshalb waren wir wir echt Millionäre. hier so ein Fach brauchen, wo wir die Scheine gerade legen können und ein Münzfach, Ja. weil wir auch zum Beispiel jetzt hier auf den Philippinen super viele Münzen immer haben und es macht einfach mehr Sinn. Deswegen haben wir beides. Wir haben hier immer so Sachen, die wir nicht bei uns mitschleppen müssen. Ja. Das ist praktisch das Notfallportemonnaie und dann unser Portemonnaie, was wir bei uns haben.
Genau. Und was noch praktisch ist, sind Karabinerhaken. Da könnt ihr alles Mögliche dann mit draußen an euren Rucksack anhängen, was nicht mehr reinpasst. Wir hängen da ganz gerne immer unsere Sneaker an, weil die einfach so fett und klobig sind. Ja, die kommen auch nicht in den Rucksack rein, aber manchmal willst du keine Sneaker tragen, wenn es 35 Grad sind. Du willst auch in deinen Flipflops bleiben, weil du durch den Strand läufst. Dann willst du keine Sneaker tragen. Und nochmal eine absolute Empfehlung von uns, die Stirnlampe. Ja, Leute, wir haben sie echt oft gebraucht. Sei es beim Roadtrip, wenn wir da nachts irgendwo unser Bett gebaut haben. Oder halt im Hostel, in den Dorms, wenn du halt nicht Die anderen um Leute 3 Uhr morgens das Licht volle Pulle anmachen kannst. Ja, Sehr praktisch. ist halt super praktisch, besser als die Taschenlampe am Handy, weil du beide Hände frei hast und alles in Ruhe machen kannst. Stimmt. Und du kannst die aufladen, also du brauchst keine Batterien oder so. Ja, genau. Auch Und nochmal sehr praktisch. du hast auch nicht überall immer Licht. Also dann nochmal öfter Stromausfälle auf den Stimmt. Inseln und die Straßen sind schlecht beleuchtet. Ja, Macht schon Sinn. gut. Dann die nächste Kategorie lautet praktisch, aber kein Must-Have in unseren Augen. Und da fangen wir an mit einer faltbaren Brotdose und Plastikbesteck. Ist natürlich praktisch, wenn ihr keine Küche oder so gerade vor euch habt oder halt es kein Besteck gibt. Klar, man kann auch mit den Händen essen, aber manchmal braucht man halt Besteck. Ja. Und ja, haben wir jetzt schon des Öfteren genutzt, würde ich sagen, aber ist jetzt kein Zwingend absolutes notwendig. Ja, wir werden auch, also wir kommen auch damit ohne klar, weil sonst, also wir kommen auch ohne damit aus, weil dann kriegt ihr auch sonst irgendwoher Besteck oder Teller. Dann haben wir hier noch stehen Ohrstöpsel für Leute mit sehr leichtem Schlaf. Sehr Nehmt es wichtig. unbedingt mit, weil im Hostels kann es auch nachts sehr laut werden. Aber wie ihr ja wisst, ne, von einem der unseren letzten Videos, ne, da gibt es auch einen Badelatsch. Ne? Und Ja. dann schmeißt man das auf diesen schnarchenden Menschen rauf und dann gibt es Ruhe. Das ist alles meiner persönlichen Tricks. By the way, die Ohrstöpsel könnt ihr aber auch überall im Hostel direkt kaufen. Wenn ihr dann merkt, nee, das ist mir doch zu laut. Haben wir aber beide noch nie benutzt, oder? Ich habe es einmal benutzt, aber bei mir fallen die eh immer raus, deswegen jetzt komm, lassen wir das. Genau, dann haben wir noch einen Reiseschlafsack mit, den wir aber auch bis jetzt, glaube ich, nur ein- oder zweimal tatsächlich benutzt haben. Wenn es halt sehr dreckig irgendwo war oder man sich halt irgendwie unwohl gefühlt hat mit dem Schlafen. Aber man wird so abgehärtet mit der Zeit. Ja, Also man guckt auch mal bei einem Fleck weg, so, ne? Man guckt einfach dran vorbei und sagt, ach, man komm. macht einfach die Augen zu und dann schläft man schon, ne? Genau. Aber ja, wenn du sensibel da bist, und das können wir auch total verstehen, dann lohnt es sich auf jeden Fall und es nimmt auch nicht viel Platz ein. Also wir haben ihn jetzt auch bei uns Ja. immer noch mit und werden ihn auch weiterhin bei uns behalten. Weil manchmal bekommst du auch keine Decke in der Fähre oder im Zug Stimmt. und dann bleibst du trotzdem kuschelig warm. Genau. Und dann haben wir noch stehen, je nachdem wie ihr natürlich eure Reisen plant, aber Zettel und Stift ist für uns sehr wichtig eigentlich schon, weil es einfach übersichtlicher ist. Ja, also ich bin total der Schreibmensch und ja, ich habe viele Listen und Notizen auf dem Handy, aber gerade wegen, sag ich mal, bei langen Planungen und wirklich ausführlicher Planung, was manchmal echt anstrengend ist, immer zu switchen bei Ja. Handy und dann macht es einfach Sinn. Ja, auch Sachen, wenn man mal Preise rausgeschrieben hat, die sich aber täglich ändern, wie bei Flügen und sowas, macht es einfach Sinn zu wissen, okay, ist es jetzt teurer geworden oder nicht. Und da haben wir halt immer unseren Notizblock dabei und einen Kugelschreiber, auch wenn man mal was Wichtiges aufschreiben muss oder so. super. Richtig. Ja, also können wir empfehlen, euch mitzunehmen. Aber ist kein Muss. Genau. Individuell. Gut, die nächste Kategorie, was haben wir dazu gekauft, was wir noch nicht hatten? Ja. Nummer 1, Die Badelatschen, die Schwimmschuhe. Schwimmschuhe, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir vorher das überlebt haben, aber gerade für Strände, die etwas steiniger sind, die man ja auch öfter hat, oder auch Wasserfallwanderungen, Ja,
Wenn ihr nicht in den Flipflops das so wie wir machen wollt, dann holt euch einfach Wasserschuhe. Wir haben daraus gelernt und wir haben uns direkt welche geholt. Auch bei Decathlon natürlich. Was wir noch bei Decathlon geholt haben, diese tolle Waterbag. Das ist so ein wasserdichter Beutel. Das sind jetzt 5 Liter. Gibt es in verschiedenen Größen, geht glaube ich ab 2 Liter los und Ja. bis 50 Liter. Genau, und es ist einfach praktisch, gerade für unsere Techniksachen oder alles, was nicht nass werden darf. Dann nehmen wir diesen Beutel, wenn wir auf Bootsausflügen sind oder allgemein irgendwelche Wasseraktivitäten machen. Können wir nur empfehlen. Ja. Dann haben wir noch Fächer uns gekauft auf der Reise, weil wir irgendwie gemerkt haben, ja, es ist doch manchmal ziemlich heiß. Ne? Ja. Sehr praktisch. Fächer oder Mini-Ventilatoren gibt es hier an jeder Ecke. Ihr habt manchmal lange Wartezeiten und sitzt in der prallen Sonne. Lifesaver. Und als letztes, Achso, warte. Das beides in Kombi. Ihr seid safe. ja, das ist wirklich toll. Als letztes haben wir uns noch Jutebeutel zugelegt. Auch sehr praktisch, wenn du mal nicht deinen Tagesrucksack tragen willst und halt ein bisschen mehr Stauraum brauchst, wenn du zum Beispiel zum Strand gehst oder durch die Stadt. Oder zum Einkaufen. Genau. Wir benutzen es auch manchmal für unsere dreckige Wäsche, um dann zur Wäscherei zu gehen. Weil wir nicht immer Tüten dabei haben oder die auch manchmal kaputt gehen mit der Zeit. Ist halt super praktisch und vielseitig einsetzbar und sehr klein und kompakt. Und warum hast du einen Hustanfall jetzt? Ich weiß auch nicht. Gott, die Frau muss jetzt erst mal. Dann übernehme ich mal. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Ach so. Naja, dann haben wir noch ein paar Fragen von der Community bekommen. Und zwar, also von euch, von der Community. Ich rede schon so, als hätte ich keine Ahnung. Wir haben nämlich ein paar Fragen in den letzten Wochen von euch bekommen, eigentlich über die letzten 6 Monate, die jetzt immer wieder gestellt wurden. Und zwar die erste Frage ist, wie kommen wir damit klar, nur mit Handgepäck zu reisen? Tatsächlich ausgesprochen gut. Ja. Also wir haben bis jetzt gar keine Probleme, kommen sehr gut damit klar und wir genießen es auch, immer unser Rucksack bei uns zu haben, uns nicht aufgeben zu müssen, nicht extra dafür zahlen zu müssen, den immer, wenn wir gelandet sind, direkt loszulaufen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass es nicht mit uns mitkommt, weil das wäre Horrorszenario, glaube ich. Ja, weil das ist halt unser ganzes Leben. Ja, wir kommen sehr gut damit klar, würde ich sagen. Kommen wir dann auch mit der Rucksackgröße gut zurecht. Wir haben ja 40 Liter. Also mehr geht immer, ne? Ja. Mehr geht immer, aber wir kommen auf jeden Fall damit zurecht. Alles ausreichend, wie gesagt, wir haben super viel mit und es passt alles rein. Es ist wirklich ein wahres Platzwunder. Das einzige, der große Nachteil, den ich als Nachteil empfinde, ist halt wirklich so Souvenirshoppen. Ja. Weil manchmal hast du so tolle Souvenirs und möchtest sie echt gerne mit nach Hause nehmen und kannst es aber nicht, weil kein Platz ist. Und das ist dann schon schade, weil wer weiß, ob man nochmal irgendwo da dann ist. Ne? Ja. Blöd. Gerade auch mit Klamotten, wir achten auch immer drauf, wenn wir mal neue Klamotten kaufen, dass die auch wenig Material haben oder Wenig ganz dünn. wiegen. Ja. Ja. Aber sonst reicht es uns aus. Und wie ist der Zustand von unseren Rucksäcken nach 6 Monaten? 1A. Können wir nur sagen, nix. Osprey, go for it. Ja, können wir bis jetzt sehr empfehlen. Keine Risse, keine, was weiß ich. Wir denken jedes Mal, der Platz gleich und beten immer, dass nichts passiert, aber nix. Es sieht wie neu aus. Ist alles super. Perfekt. Und die letzte Frage. Kommen wir immer mit dem Handgepäck gut durch, zum Beispiel im Flugzeug? Bei dieser Frage muss ich einfach schmunzeln. Du, da schmunzeln wir beide. Also es gibt eine legale Antwort und eine illegale Antwort, sag ich mal Genau. so. Also, illegal gesehen kommen wir sehr gut damit durch. Ist Wir alles- kommen immer damit durch. Was soll ich sagen? Ihr merkt ja, wir kommen von A nach B Ja. ohne Probleme. Legalerweise, wir fliegen immer mit Übergepäck. Immer. Ja. Wir haben immer 11, 12 Kilo in unseren Rucksäcken. Ja. Aber ich sag mal so viel, man muss ja nicht zeigen, mit welchem Rucksack man fliegt. Ne? Genau.
Und deswegen würde ich sagen, wir kommen sehr gut damit zurecht. Ja. Dreistigkeit siegt immer. Genau, alles in allem können wir eigentlich sagen, Wir haben eine perfekte Packliste. wirklich, uns fehlt es an nichts, Leute. Und zur Not, ihr könnt immer noch überall die Sachen kaufen. Die Menschen leben hier genauso, wie sie woanders halt auch leben. Alles, was wir euch an Gadgets jetzt auch aufgezählt haben, findet ihr in unserer Amazon Storefront. Ansonsten fragt uns auch gerne so. Wir schicken euch gerne Links oder beantworten euch Fragen. Apropos Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den letzten vergangenen 6 Monaten, dann stellt uns die auch gerne. Und ich weiß, dass du deine Luft anhalten musst, weil du husten musst. Ich habe es in deinem Blick gesehen. Furchtbar. Ja, Genau. Leute, Fragt 6 Monate sind wir hier schon eine Community. Und wir haben Bock, noch mehr zu wachsen mit euch. Wir Noch- sind sehr dankbar, dass Total. ihr uns so unterstützt. Richtig happy. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ja, wirklich. Wie so Also- kleine Kinder. Schreibt gerne fleißig weiter. Also, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt gerne. Lasst ein Like da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und ja, lasst auch gerne einen Kommentar da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, wir sind immer offen dafür. Und ja, lasst uns die nächsten 6 Monate rocken. Ja, let's go!